Dieses Beratungsunternehmen wirft seit Jahren langfristig wirklich ordentliche Renditen ab. Und zwar handelt es sich hier um Exponent Inc., einen absoluten Dauerläufer. Und wir sind da im Moment auch in einer spannenden Situation. Deswegen gucken wir uns heute Exponent Inc. mal genauer an. Kurz zum Geschäftsmodell. Also man hat sich hier spezialisiert auf technische Beratung, auf Schadensanalyse und Risikobewertung. Ja, in Bereichen wie Automobil, Gesundheitswesen, Umwelt und Energie. Kunden von Exponent Inc. sind letztlich Unternehmen, Regierungen, ja, aber auch Anwaltskanzleien, die eben bei der Produktsicherheit, bei Unfalluntersuchungen oder aber auch regulatorischen Fragen hier eben Unterstützung brauchen. Sie haben da eine extrem hohe Expertise und haben da ein wirklich starkes Team eben aus Wissenschaftlern, Ingenieuren, die wir dann eben diese komplexen Probleme auch lösen können. Außerdem sind sie auch, was den Marktanteil angeht, relativ gut diversifiziert. Das ist auch natürlich ja, sehr, sehr spannend und gerade durch diese ja, wachsende Nachfrage nach Risikobewertungen und Sicherheitsanalysen, da hat Exponent, denke ich, auch noch einiges an Wachstum zu bieten. Schauen wir uns mal kurz so ein bisschen den Überblick an über das Geschäftsmodell und über die einzelnen Segmente, in denen Exponent Inc. tätig ist. Klar, also sie haben hier ein wirklich extrem hochqualifiziertes Team. Sie haben hier zum Beispiel 650 Mitarbeiter, die ein Doktorgrad besitzen. Seit 50 Jahren expandieren sie jetzt hier in ihren Industriesegmenten und bauen sich da eben hier immer weiter ein wirklich starkes Portfolio an Kompetenzen auf. Wir können jetzt hier sehen, das Unternehmen hat im Jahr 2023 536 Millionen Umsatz generiert. Die EBITDA-Marge liegt bei 28% und man zahlt hier auch ja, eine kleine nette Dividende. Ja, seit diesen 50 Jahren hat man auch immer mal wieder eine kleinere Akquisition gemacht, zum Beispiel hier. Und hier werden jetzt auch ein paar Projekte vorgestellt, beispielsweise ein relativ neues Projekt, ja, also Automatic Driving ist ja auch ein Riesenthema, das ja immer wieder auch an Fahrt gewinnt und denke ich auch einer der Megatrends ist für die nächsten Jahre. Kleiner Ausschnitt aus einzelnen Trends, zum Beispiel, in denen hier Exponent auch beteiligt ist, also natürlich Transportation, Energieversorgung, auch erneuerbare Energien, Chemikalien und dann letztlich auch Gesundheit. Ähm, also da ist hier Exponent relativ stark aufgestellt und versucht sich hier eben mit diesen wirklich ja, hochqualifizierten Mitarbeitern eine gute Position als Beratungsdienstleister hier zu schaffen. Wenn wir uns die Financial Results anschauen, dann sehen wir jetzt hier links die Umsätze ab 2018 und langfristig steigen die jetzt hier doch an. Im Schnitt waren jetzt hier also die Wachstumsraten ja so ungefähr so 10%, manchmal knapp drunter. Da wird aber das Umsatzwachstum jetzt schon etwas langsamer. Die EBITDA-Margin, da können wir jetzt nicht feststellen, dass da unbedingt langfristig ein Trend nach oben geht. Die ist eher seitwärts gerichtet. Die Dividenden werden jedes Jahr schön erhöht und da gibt es auch so ein Wachstum von über 10%. Also aus Dividendenwachstumssicht ist das Unternehmen definitiv ein interessanter Wert. Der Free Cashflow ist langfristig auch nach oben gerichtet. Wir haben natürlich einen Einbruch im Jahr 2022 gesehen. Aber grundsätzlich geht diese Tendenz auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber hier werden eben auch ja, 111 Millionen Free Cashflow hier generiert. Es ist also von den Umsätzen und von den reinen Gewinnen kein wahnsinnig großes Unternehmen. Die Kapitalallokation ist noch relativ interessant. Also einerseits werden eben, wie bereits erwähnt, die Dividenden ausgeschüttet und zusätzlich aber auch wirklich viele Aktien zurückgekauft. Das werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Und ich denke, dass das auch ja, ein großer Grund dafür ist, warum die Aktie wirklich so unglaublich stabil läuft und langfristig ja, einfach ein absoluter Dauerläufer ist und immer wirklich ja, zuverlässige Renditen auch abgeworfen hat. Hier sind noch ein paar Key Metrics aus dem Q3 2024. Im Vergleich sehen wir jetzt hier, dass das EBITDA um 4% angewachsen ist, das Net Income um 6%. Also wir haben hier nicht diese ja, wahnsinnig hohen Wachstumsraten, wie wir es jetzt auch in den letzten Quartalen oder Jahren mal gesehen haben. Aber es ist noch Wachstum vorhanden. Wir werden jetzt dann auch eben feststellen müssen, dass sich hier Exponent gerade in einer langfristigen Korrektur befindet. Und das hängt natürlich eben auch hier mit den letzten Quartalsergebnissen zusammen und den letztlich ja, doch gesunkenen Wachstumszahlen. Werfen wir erstmal einen Blick hier auf Exponent Inc. im Qualitätscheck. Also wir können hier sehen, ja, also
vor allem hier ab 2016 sind die Cashflows unglaublich stark explodiert und jetzt soll es eben ab 2025 auch wieder weitergehen mit steigenden Cashflows. Die Prognose sagt auch, dass die Dividende hier mitwachsen soll. Die Payout Ratio liegt im Moment bei gesunden 50%, also da ist alles im grünen Bereich. Die Umsätze steigen hier wirklich ja, stabil langfristig nach oben. Da soll es auch so weitergehen. Die Nettomarge liegt so bei 19%, eher ja, so um die 20%. Also läuft jetzt hier auch schon ein paar Jahre seitwärts. Denke auch nicht, dass da jetzt die ganz große Margensteigerung kommen wird. Zumindest gehen die Prognosen auch nicht davon aus. Wir sehen in der Bilanz, sieht sehr, sehr schön aus, also wirklich schöne Bilanz, unglaublich viele zurückgekaufte Aktien hier auch drinnen. Schuldenquote gesamt von nur 26,94%. Und was natürlich wirklich hervorragend ist, ist, dass hier so viele eigene Aktien zurückgekauft wurden. Die kann man natürlich dann auch noch nutzen, um ja beispielsweise ja, mehr Geld einfach zu investieren in einzelne Akquisitionen beispielsweise. Und das können wir eben hier auch sehen, wie die Aktienrückkäufe hier gelaufen sind ab 2005. Also hier werden jährlich schon fast hier einzelne Aktien vom Markt genommen, auch wenn da ab und zu mal quartärlich, also von Quartal zu Quartal, hier gab es nochmal ein Jahr, wo was ausgeschüttet wurde. Also ja, grob gesehen geht der Trend nach unten, auch wenn hier ab und zu mal wieder neue Aktien ausgeschüttet werden. Schauen wir uns mal die aktuelle Bewertung an auf Sicht der letzten 5 Jahre und da sehen wir jetzt, dass hier Exponent Inc. im Moment relativ schön bewertet ist. Also auf Basis des KGVs der letzten 5 Jahre haben wir gerade eine Bewertung von 37 im Vergleich zu 45. Also haben wir hier schon 10-20% Unterbewertung. Das Einzige, wo wir gerade drüber liegen, ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Sonst sind die Bewertungen gerade wirklich ja, sehr attraktiv. Auch auf Sicht der letzten 8 Jahre können wir sehen, dass Exponent ja eigentlich immer unglaublich hoch bewertet ist und war. Und das ist das erste Mal eigentlich seit 2019, dass wir jetzt auf so niedrigen Bewertungen angekommen sind. Wenn wir uns den fairen Wert anschauen und hier den Bewertungszeitraum vielleicht der letzten 3 Jahre uns anschauen, können wir eben auch sehen, ja, das Unternehmen ist ca. 10% unterbewertet. Die Prognosen gehen aber davon aus, dass hier diese Cashflows bzw. der bereinigte Gewinn eben nicht mehr allzu stark wächst. Und wenn wir jetzt hier mal ja, vielleicht die oberen Prognosen der Analysten uns zu Herzen ziehen, dann wäre das hier aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 16,2%, also dennoch relativ attraktiv. Wir müssen aber eben auch sagen, dass hier die Analystenanzahl doch relativ niedrig ist. Deswegen ist es jetzt hier nicht das allerzuverlässigste Schaubild. Aber ich denke auch, dass das Wachstum ja eher langsamer werden wird und das jetzt hier nicht mehr dieses wahnsinnige Wachstum hat, dieses Unternehmen, wie es eben noch 2018 beispielsweise der Fall war. Auch im operativen Cashflow kann man hier dieses Bild relativ gut sehen. Man geht eben eher von seitwärts gerichteten Bewegungen aus, ja, mit eher ja, leichten Steigerungen, die dann doch unter 10% wahrscheinlich liegen werden. Auch auf Sicht hier mit diesem Pro-Bewertungstool sieht es ähnlich aus. Also wenn wir hier die Bewertungsalgorithmen mal einsetzen mit einem simulierten Kauf nach diesem Datum und die oberen Prognosenanalysten, ja, also es wäre eine 32,2% Rendite bis zum Jahr 2028. Also doch relativ attraktiv, kann man sich mal genauer anschauen. Auf jeden Fall jetzt hier nach dem Modell unterbewertet aktuell. Wir sehen hier auch nochmal die einzelnen Segmente, also hier Engineering, Other Scientific und dann hier Gesundheit. Also ganz klassisch ist USA hier der Hauptabsatzmarkt, aber man ist ja auch in anderen Ländern tätig, macht aber nur einen wirklich kleinen Teil aus. Also ist ein interessantes Unternehmen. Hier Marktkapitalisierung im Moment 4,17 Milliarden Euro und aktuelle Dividendenrendite ungefähr 1,3%. Bevor wir uns die Qualität noch mal ein bisschen genauer anschauen, falls du jetzt noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann lass doch jetzt gerne kostenlos ein Abo da. Ich stelle immer mal wieder wirklich starke Dauerläufer-Aktien vor, aber auch Aktien, die eine wirklich gute Dividendenrendite zahlen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo für den Kanal. So, gucken wir mal hier in den Trader Fox rein. Hier hat Exponent nämlich einen Qualitätscheck-Score von 15 von 15 Punkten, also auch wirklich richtig stark. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre lag circa bei 7%. Es ist unglaublich stabil. Earnings per Share Wachstum war etwas stärker mit 7,43%. Eigenkapitalrendite 27%. Also das wirklich alles sehr, sehr grüne Zahlen, gerade bei der Volatilität
ist es sehr attraktiv. Also das Unternehmen läuft einfach so gleichmäßig seit Jahren und das ist eben auch eine wirklich ja, spannende Möglichkeit, hier eine ja, eher defensivere Aktie vielleicht ins Depot zu nehmen, auch wenn wir jetzt gerade aktuell in eine etwas größere Korrektur gerutscht sind. Auch hier können wir jetzt sehen, auf Basis des Gewinns sind wir 20% unterbewertet. Also auch dieses Modell weist uns jetzt hier darauf hin. Aus Sicht eines Jahres sind wir ungefähr fair bewertet, haben jetzt auch nochmal einen attraktiven Rücksetzer. Ist ja auch der Grund, warum ich sie jetzt heute mal vorstelle zusätzlich. Auch hier sieht es sehr gut aus, also die Bewertungen sind alle tendenziell grün. Gerade hier beim Piotrowski F-Score, einen Score von 8 von 9 Punkten, ist auch eine wirklich gute Bewertung. Kann man auch mal sehen, wie der Umsatz hier langfristig angestiegen ist und da ist auch, denke ich, noch einiges an Wachstum drinnen und der operative Gewinn hat sich dann ja ähnlich entwickelt. Dividendenrate technisch haben wir auch einen Punkt hier Punkte von 3 von 4, also das auch aus Dividendensicht ein spannendes Unternehmen. Gucken wir uns jetzt gleich den Chart langfristig an und bewerten, ob sich jetzt aktuell hier ein Einstieg lohnt. Falls du jetzt noch auf der Suche bist für einen Aktienbroker, wo du dir vielleicht auch Exponent Inc. ins Depot kaufen kannst oder auch andere Aktien, beispielsweise ja, echte Schweizer Aktien, kann ich dir hier Finanznet Zero empfehlen. Kannst du hier noch dieses nette Angebot hier mit abholen und zwar 5% pro Monat Cashback auf einen Sparplan. MSCI World, also schon relativ attraktiv und du hilfst mir natürlich auch damit, wenn du mit dem ersten angepinnten Kommentar, dem Link in der Beschreibung, ein Konto öffnen, diese Arbeit hier zu finanzieren auf dem Kanal. So, gucken wir uns mal Exponent an, langfristig im Monatschart. Und jetzt denke ich, wird schon dem einen oder anderen klar, was ich hier meine. Also die Aktie, die hat sich so verdammt gleichmäßig entwickelt, eigentlich seit 1998. Also auch eine unglaublich lange Zeit. Und es gibt eigentlich nur zwei langfristige Korrekturen. Einmal hier, Finanzkrise 2008 bis 2009. Und dann jetzt eben, seit 2021 befinden wir uns jetzt hier in der Korrektur und konnten da auch, ja, haben wir ja gesehen, einiges an Bewertung abbauen, laufen jetzt hier schon lange seitwärts, sodass wir jetzt auch am unteren Ende dieses Trendkanals angelangt sind. Generell ist dieser langfristige Aufwärtstrend sehr schwer einzuschätzen, weil wir keinen vorherrschenden Monatsaufwärtstrend haben, sondern der eher sagen wir, so ein bisschen wochentechnisch hier gelaufen ist und der Wochentrend natürlich hier oben gebrochen worden ist. Aber von der Trenddynamik her würde es mich auf gar keinen Fall wundern, wenn wir jetzt hier diese Korrektur abschließen und dann ja eine ähnliche Phase wieder aufbauen, wie es hier war. Vielleicht noch ein bisschen langsamer, weil das Wachstum natürlich auch nicht mehr so hoch ist, wie es 2010 oder 2012 der Fall war. Mittelfristig gesehen können wir uns jetzt hier nochmal genauer die aktuelle Chartsituation anschauen. Also Allzeithoch war im Jahr 2021, dann lange seitwärts gelaufen, dann der Ausbruch nach unten. Hier im Moment das Tief gerissen bei 65 US-Dollar ungefähr. Dann der Ausbruch, habe hier den Tagestrend, den Wochentrend rausgenommen, also auf Schlusskurs sozusagen auch, sind jetzt also wieder auf Wochenbasis hier aufwärts und kommen jetzt hier zurück auf diese wirklich interessante und absolut wichtige Zone. Die zeichne ich euch jetzt hier nochmal ein in, ja, von mir aus grün, Zone 1. Ist eine absolut wichtige Unterstützung, glaube ich, brauche ich keinem erzählen. Also hier die Unterstützung in 2020, die wirklich relevanten aus 2021, sogar 2022, jetzt auch zuletzt aus 2024. Also hier liegt wirklich sehr viel Kaufinteresse. Hier ist der Kurs immer wieder nach oben abgeprallt. Es ist jetzt hier ein netter Rücksetzer. Und wenn wir uns jetzt hier stabilisieren auf diesem Niveau, rund um 82 US-Dollar, dann denke ich, ist der Exponent wirklich jetzt hier nochmal eine richtig gute Kaufgelegenheit, wenn wir uns hier nochmal das CAV-Tool anlegen und vielleicht ja auf ein neues Allzeithoch oder mindestens auf das alte Allzeithoch spekulieren. Dann haben wir hier ein CAV von 2,13, also auch relativ attraktiv. Den Stop würde ich jetzt eben hier unter dem Bruch des Wochentrends legen. Also wenn wir hier diese 63,7 rausnehmen, dann wird die Wahrscheinlichkeit natürlich nochmal deutlich höher, dass wir abrutschen. Wird eigentlich auch schon immer höher, umso tiefer wir korrigieren. Also am besten wäre es wirklich, wir stabilisieren uns jetzt hier. Sollten wir jetzt nochmal auf die 73 runterkommen, ja, es wäre nicht so attraktiv. Also ich möchte schon sehen, dass die Aktie jetzt hier rund um dieses Fibonacci Retracement auch in dieser grünen Zone hier in der Umgebung anfängt zu drehen. Also das wäre schon wünschenswert.
wir können ja eben auch sehen, also hier ist ja noch eine ja, relativ große Lücke, auch offen Kurslücken, die hier aufgerissen wurden. Also in diesem Bereich bis hier ist noch einiges an Kurslücke offen. Das kann gerne noch geschlossen werden, also das wäre jetzt kein Problem, wenn wir hier runter dippen und zum Beispiel auf Wochenschlusskursbasis dann wieder hier oben stehen. Das wäre tatsächlich relativ wünschenswert. Also gerne mal abwarten jetzt hier. Ich behalte sie mal auf der Watchliste. Finde die Aktie schon ja doch relativ attraktiv, gerade wegen diesem wirklich einfach heftigen Dauerläufermodus, in dem die Aktie lange gesteckt ist. Im Moment haben wir aber frühestens ein Kaufsignal hier über 94 und 60 US-Cent. Ja, da sind wir noch ein Stück entfernt. Also wir brauchen jetzt hier auf der kurzfristigen Ebene nochmal irgendwie ein Kaufsignal oder eine Stabilisierung. Im Moment haben wir die noch nicht. Also wir brauchen hier noch einen aussagekräftigeren Boden. Wir haben aber jetzt genau dieses Fibonacci Retracement noch abgeholt. Von dem her jetzt definitiv mal ganz genau auf die Watchlist legen. Liegt auch bei mir drauf. Ist vielleicht auch ein netter Kandidat. Ja, vielleicht für einen Sparplan auch. Also ich meine, das Risiko ist definitiv da, dass wir hier nochmal tiefer abrutschen. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ich denke aber, dass wir hier nicht mehr unter diese 65 kommen. Und wenn es der Fall wäre, würde ich da aber wahrscheinlich meine Position dann auch abstoßen. Also ich möchte schon, dass die Korrekturtiefe dann nicht mehr so stark ausgeweitet wird. Wir sind ja jetzt hier auch von 2008 bis ungefähr 2010, also 2 Jahre seitwärts gelaufen. Und da sind wir jetzt hier von Ende 2021 bis Mitte 25 sogar schon relativ lange in der Korrektur. Also das wäre jetzt schon mal angebracht, dass wir die Korrektur nach unten abschließen. Hier 2008 hatten wir eine Korrektur von circa 50% und das haben wir jetzt auch gesehen. Also wir sind jetzt auch in ja, in dieser Korrekturtiefe angekommen, wie wir es hier in dieser langfristigen Korrektur hatten. Also das würde auch sehr gut einfach zu diesem ganzen Bild im Allgemeinen passen. Ist natürlich alles keine Anlageberatung, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, würde mich aber natürlich trotzdem stark interessieren, ob du Exponent überhaupt schon gekannt hast, ob du die Aktie vielleicht sogar selber im Depot hast. Also ich finde gerade auch mit diesem Dividendenyield 1,4% ist doch relativ ja, spannend, auch aus Dividendensicht. Das Einzige, was mir so ein bisschen übel aufstößt, die Bewertung ist wirklich extrem hoch, also immer noch 40er KGV. Klar ist die Expertise auch sehr, sehr gut und das Unternehmen auch hochqualitativ, ja, ist eben auch ein Dauerläufer. Aber ja, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wo soll denn dieses wahnsinnige Wachstum jetzt herkommen? Also wir können ja jetzt auch sehen, also hier waren nicht mal 10% jetzt mehr drinnen, hier von 2023 auf 24 und das Net Income ist um 9% angewachsen, hat sich auch eher seitwärts entwickelt. Also ich glaube, ja, also wir brauchen hier ein bisschen mehr Wachstumsfantasie, dass das Unternehmen wieder stark steigen kann. Da kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt hier diese unglaublich hohe Bewertung gerechtfertigt sein soll. Deswegen wäre ich da vielleicht auch ein bisschen konservativer, was die Positionsgröße anbelangt. Auf jeden Fall können wir hier schon sehen, dass langfristig hier vielleicht in den nächsten Wochen ein wirklich guter Einstieg anbieten könnte. Gut, aber das war so ein bisschen meine Meinung zu Exponent Inc. und zu einem wirklich starken Dauerläufer. Und ja, würde mich jetzt interessieren, was du von der Aktie hältst. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich wichtig, den Daumen nach oben nicht vergessen. Und das war's für dieses Video. Falls du dich jetzt noch interessierst für ein paar Aktien, die vor kurzem ihre Dividende erhöht haben, kann ich dir dieses letzte Video empfehlen. Oder auch meine Analyse zu Rio Tinto. Da haben wir eine unglaublich hohe Dividendenrendite von 7%. Ja, also gerne mal auschecken. Und das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit und ciao.